Unsere Tage in Peru vergehen, unsere Pläne bleiben stehen. Was zuerst wie eine kleine Verzögerung aussah, stellt uns zunehmend auf die Probe. Während wir lieber endlich in die Reise starten würden, stapeln sich die Schwierigkeiten. Das Gas ist alle, die Formalitäten für den Van ziehen sich und gesundheitliche Probleme werden zu einer immer größeren Belastung. In dieser Phase geht es weniger ums Weiterkommen, als darum, wenigstens etwas Zuversicht zu bewahren. Und ich sehe einfach nicht, wie das bald besser sein soll. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Ihr seht, wir sind immer noch am selben Platz wie letztes Mal. Es ist über eine Woche her und wir hatten eigentlich wirklich gehofft, dass wir jetzt schon unterwegs sind, aber wir stecken fest. Wir kommen hier nicht weg. Wir warten immer noch darauf, dass unser temporärer Import fürs Fahrzeug, unser Tipp, wieder reaktiviert wird, aber das zieht sich echt in die Länge. So lange dürfen wir mit dem Fahrzeug diesen Ort nicht verlassen und ehrlich gesagt, wir wissen auch jetzt gar nicht genau, wie lange das noch dauern soll. Ich habe nochmals im System geschaut, denn es gibt hier eine App bzw. eine Seite, wo man das tracken kann, wie weit der Prozess schon vorgeschritten ist. Und wir stehen seit gestern auf dem Schritt Nummer 4. Insgesamt gibt es 7 bis 8 Schritte, also man weiß es nicht genau, wie viel es ist. Bei einigen sind es 7, bei anderen sind es wieder 8. Und ja, wie Jesse auch schon meinte, also wir kommen hier wirklich nicht weg und wir haben jetzt ein paar Mal mit Leuten hier gesprochen, die auch hier auf dem Campingplatz feststecken zurzeit. Bei einigen ging es eine Woche, 2, bei anderen ging es fast 4 Wochen, bis sie endlich den Tipp wieder reaktivieren konnten. Also es ist zurzeit nicht wirklich eine tolle Lage. Das Problem ist auch, wir können nicht einfach sagen, hey, wir lassen hier den Bus stehen und fahren nach Lima, machen uns eine gute Zeit, denn wir müssen hier sein, wenn der Beamte vom Zoll kommt. Und wenn wir nicht hier sind, dann geht er wieder und dann fängt das Ganze nochmals von vorne an. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht riskieren. Also müssen wir uns hier im Umfeld bzw. in der Nähe bewegen, dass wir innerhalb von einer halben Stunde spätestens hier sein könnten. Und eine halbe Stunde von hier gibt es einfach gar nichts, nur Wüste. Es könnte auf jeden Fall aber auch viel schlimmer sein. Also wir haben hier tolle Menschen getroffen und wir sagen ja immer wieder, auf so einer Reise sind es vor allem die Begegnungen, die so eine Reise ausmachen. Und auch hier wieder, auch wenn die Situation jetzt nicht mega toll ist, sind es die Menschen, die es oft so viel angenehmer machen können. Wir haben hier zum Beispiel auch eine französische Familie kennengelernt. Die Kleinste hat mir sogar dieses Armband gemacht. Wir haben Uno gespielt, lustige Abende zusammen verbracht. Und das macht es auf jeden Fall sehr viel angenehmer. Bei Ihnen ist der Tipp übrigens schon wieder aktiv, aber Sie haben vor allem mechanische Probleme, die Sie aufhalten. Und ja, das zieht sich halt bei Ihnen so in die Länge. Und wenn wir sehen, wie lange gewisse Sachen dauern, sind wir richtig froh, dass wir eine Sache zumindest hier nicht machen lassen haben. Denn wir wollten unsere Scheibe hier ersetzen. Die ist ja komplett zerschreddert. Die müsste man wirklich mal ersetzen. Und nicht nur das, sondern auch den Rost, den wir haben, wollten wir hier machen lassen. Als wir eine Woche bevor wir hierher gefahren sind, mit dem Besitzer telefoniert hatten, um zu sehen, ja, wie der Stand der Dinge ist, was wir bezahlen müssen, hieß es, ja, ich habe noch nicht angefangen, ich fange dann nächste Woche mal an. Und das geht halt einfach nicht. Also wenn wir jetzt sehen, hätten wir jetzt dem zugesagt, dann würden wir hier ohne Scheibe stehen. Wir könnten nichts machen und sie würden auch nichts daran arbeiten, denn die arbeiten jetzt noch an den anderen Autos von den Leuten, die eigentlich auch nicht mehr hier sein sollten. Also, ja. Und wenn wir schon über Rost und Fahrzeuge sprechen, eine Frage, die immer wieder kommt, die uns gestellt wird: Was ist das richtige Fahrzeug für die Panamericana? Ich glaube, hier können wir ein gutes Beispiel zeigen, was alles möglich ist, um die Panamericana zu befahren. Das sind alles Fahrzeuge, die hier auf der Panamericana unterwegs sind. Zum Beispiel hier ein T2, ein klassischer aus Brasilien, die sieht man ja richtig oft. Land Cruiser, Toyota, aber auch einen ganz normalen Kastenwagen, ein Citroën. Und auf der Seite klassisch LKW mit Waschmaschine. Schon cool. Eine Waschmaschine würden wir uns vielleicht auch ab und zu mal wünschen, denn ja, da muss man nicht immer die Wäsche bringen, aber ist richtig cool. Hi. Ja, aber hier vorne gibt es noch weitere Fahrzeuge. Also wie gesagt, das richtige Fahrzeug gibt es unserer Meinung nach nicht, denn man kann die Panamericana wirklich mit jedem Fahrzeug befahren. Und für die ganz hartgesottenen, man kann die Panamericana auch mit einem Fiat Uno befahren. Also es gibt keine Grenzen.
Ich versuche natürlich auch weiterhin meine Übungen fleißig zu machen. Idealerweise mehrfach am Tag, aber ich tue mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit der Routine gerade. Also ich weiß nicht, wenn man bequem wird oder wenig tut, dann wird man irgendwie noch bequemer und fauler und damit kämpfe ich gerade. Mit der Hüfte ist es so ein Auf und Ab und das ist nicht gerade motivierend. Aber ja, die Übungen sind meine einzige Möglichkeit, also versuche ich eigentlich schon dran zu bleiben. Während Jessie ihre Übungen fertig macht, gehe ich noch kurz duschen, denn wir wollen nachher noch in die Ortschaft gehen. Ja, dann sehen wir nicht ganz so verlottert aus. Boah, das hat richtig gut getan. Die Duschbrocken, die sind einfach fresh. Und ob in Europa oder in Südamerika, die Duschbrocken gehören einfach definitiv zu jeder Reise mit dazu. Und deshalb haben wir uns auch diesmal richtig gut eingedeckt. Passend zur Vorweihnachtszeit haben wir auch wieder einen Rabattcode für euch. Mit dem Code CHIRPYTRAVEL erhaltet ihr als Neukunde in den ersten 48 Stunden nach Go Live dieses Videos 15% Rabatt und danach noch 10% Rabatt auf euren Einkauf. Wir lieben Duschbrocken, weil sie mit ihren natürlichen Inhaltsstoffen eine richtig gute und vor allem nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Duschgels und Shampoos sind. Sie sind komplett plastikfrei, biologisch abbaubar und zu 100% vegan. Das macht sie nicht nur kompakt und praktisch für unterwegs, sondern wir können damit auch ohne schlechtes Gewissen draußen duschen und uns waschen. Das ist gerade in Peru nochmal passender, denn hier gibt es ja doch ein ziemlich großes Abfallproblem, vor allem mit Plastikmüll. Mit dem Schaumschläger-Set kann man gleich mehrere Sorten ausprobieren und es eignet sich auch super als Weihnachtsgeschenk. Mein All-Time-Favorite ist Tony Citroni und Roberto feiert gerade Maxi Minze. Ist richtig erfrischend, aber trotzdem nicht zu aufdringlich. Ja, und das Beste ist, egal welchen Duft man sich aussucht, die Duschbrocken schäumen auch richtig toll. Sogar bei kaltem Wasser, so wie wir es jetzt hier gerade haben. Man merkt einfach, dass Johannes und Christoph, die Gründer von Duschbrocken, selbst viel reisen und deshalb genau wissen, worauf es unterwegs ankommt. Wenn also ihr auch Duschbrocken ausprobieren oder verschenken wollt, dann schnappt euch am besten gleich das Schaumschläger-Set. Da könnt ihr euch einfach durchtesten und den eigenen Favoriten finden. Scannt dazu ganz einfach unseren QR-Code ein oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung und vergesst nicht unseren Rabattcode. Mit CHIRPYTRAVEL erhalten Neukunden in den ersten 48 Stunden 15% Rabatt auf die Bestellung und danach sind es 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf. Viel Spaß beim Ausprobieren und Freude schenken! Eigentlich wollten wir jetzt in die Ortschaft reinfahren, aber uns ist leider das Gas ausgegangen. Natürlich immer zum besten Moment. Naja, und ich laufe jetzt mal zum Gastypen. Das ist hier etwa 1 Kilometer von unserem Campingplatz entfernt. Und weil mich niemand mitnimmt mit dem Tuk-Tuk oder mit dem Kollektivo, muss ich das alles laufen. Und ihr hört, es ist richtig entspannt hier auf der Straße zu laufen. Oh, so ein Lärm die ganze Zeit und das ganze Gehupe die ganze Zeit. Ich verstehe das echt nicht. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí. ¿Te puedo? Ahí. Bien, gracias. Buenas. Sí, está bien. Vale. Gracias. Chao. Kleine Erfrischung für zwischendurch. So warm. Weiter geht's. Mal schauen, ob die offen haben. Hola. Hola, buenas. ¿Es posible rellenar la botella? ¿Cómo? ¿No? Tenemos adapter. Okay.
das war wohl nichts. Die füllen hier keine Flaschen. Das heißt, ich darf jetzt alles wieder zurücklaufen. Und die konnte mir auch nicht sagen, wo ich das füllen kann. Also, ja. Ach Leute, ich bin langsam so durch hier. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hola. Hola. Na, wie lief's? Schlecht. Kein Gas. Kein Gas, wirklich? Nee, kein Gas. Ja, und jetzt? Ja, jetzt. Keine Ahnung. Ja, bist du jetzt für nix hin und her gelatscht? Ja. Was so ein Scheiß. Hä, Mist. Okay, und was machen wir? Ja, mit den Kartuschen kochen. Ja. Wir müssen woanders gucken, dass wir das Gas voll kriegen. Okay. Ich bin komplett verschwitzt. Ich glaube, ich muss nochmals unter die Dusche gehen. Aber ich kann euch sagen, wir sind beide ziemlich am Ende, obwohl die Reise ja erst gerade angefangen hat. Also wir sind ja seit mittlerweile 10 Tage hier auf dem Platz und irgendwie läuft gar nichts. Und das ist zurzeit ziemlich frustrierend, das Ganze. Ja. Ich glaube, das mit Kaffee und Einkaufen lassen wir heute. Ja. Ich habe keinen Bock mehr. Nee, ich bin komplett durch. Morgen, ja. Ja. Zum Glück haben wir unseren Kartuschenkocher hier. Damit können wir unsere Gasknappheit überbrücken. Es wird wohl ein paar Tage dauern, weil ja, wir können ja immer noch mit dem Auto nicht weg. Aber man improvisiert ja auf so einer Reise. Ach ja. Das ist die beste Zeit. Das kann ich nicht vorgestellt. Wir haben zurzeit, ehrlich gesagt, nicht wirklich unsere stärkste Phase beim Reisen. Aber das gibt's halt ab und zu mal. Und wir haben uns ja irgendwie was anderes vorgestellt, als wir wieder zurückgekommen sind. Und irgendwie, es sind ja keine großen Sachen, es sind ja nur kleine Sachen. Aber in der Summe mit Jessys Bein, also Hüfte, mit dem Gas, mit dem Platz hier, mit dem Tipp, all das Zeugs zusammen, ist einfach zu viel, für uns zumindest. Also wahrscheinlich, wenn sich das jemand von außen anschaut, wird sich denken, was maulen die rum? Das ist ja gar nichts. Aber trotzdem, uns belastet es. Und ich finde, es ist nur fair, wenn wir unsere Gefühle euch ja auch mitteilen. Also es geht ja auch um eine Reise, die nicht nur schöne Seiten hat, sondern es gibt halt manchmal auch Tage, wo es nicht so läuft. Und ich glaube, man darf das ja auch zeigen. Wir versuchen aber trotzdem irgendwie positiv zu bleiben oder nochmals die positive Energie irgendwo einzusammeln und vorwärts zu schauen. Es ist wirklich Zeit, dass wir unseren Kopf mal wieder lüften. Wir gehen in die Ortschaft und ich dachte, wenn wir schon weg sind,
wasche ich vorher noch kurz ein paar Teile, dann können die schon mal trocknen, während wir unterwegs sind. Die paar Sachen gehen ja auch so von Hand. Das hier ist keine offizielle Haltestelle. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt gibt. Aber hier fahren immer wieder so Kollektivos, also so Minibusse, die so quasi wie öffentliche Verkehrsmittel funktionieren durch. Und jetzt warten wir hier auf einen und winken einfach mal einen zu, wenn er vorbeifährt. Und dann hoffen wir, dass er uns mitnimmt. Eine Fahrt, ne? Es ist jedes Mal ein Abenteuer. Also der Fahrstil ist wirklich wild, kann man so sagen. Und es war auch echt voll heute. Auch voll süß, sie haben gleich Platz gemacht für mich, damit ich mich setzen kann. Und wir haben wieder einen Zoll bezahlt. Es ist, egal wo wir hinfahren, in diese Richtung ist einfach 1 Zoll, sobald wir einsteigen. Ja, das sind etwa 25 Cent übrigens. So, und jetzt sind wir fast am Ziel. Wir gehen noch ein paar Meter und dann sind wir schon da. Auto. Wow. Ja. Wenn ich überlege, wie die Leute hier fahren, bin ich richtig erstaunt, dass wir nicht viel mehr Unfälle gesehen haben. Aber ja, ist halt so. Wir gehen jetzt mal einkaufen. Wir wollten eigentlich einen Supermarkt aufsuchen, beziehungsweise einen Markt, aber ja, bis jetzt haben wir keinen gefunden. No, puede pasar. Está bien. Adiós. Von dem her gehen wir jetzt in den Supermarkt und ja, da bekommt man eigentlich auch alles, was wir brauchen. Das passt schon. Oh, es wird gleich so angenehm kühl hier. Ein guter Grund, um einkaufen zu gehen. Also gewisse Sachen gönnt man sich einfach, aber ich glaube, ansonsten haben wir jetzt schon alles. Also hier gibt es ja auch einfach alles, da muss man nicht lange suchen. So, wir sind bei 188 Soles gelandet mit sehr vielen Früchten und Gemüse und ein bisschen so Pasta, Reis, ein bisschen Vorräte. Und das sind, was sind das? Knapp, warte mal, 200 durch 4, 50? Ja, so 45 € schätze ich mal waren es etwa. Also bei Märkten war es auf jeden Fall schon günstiger, gerade Früchte und Gemüse, aber das, ja, Hauptsache wir finden hier alles. Jetzt gehen wir hier raus und ich glaube, wir gehen noch einen Kaffee trinken, oder? Wenn wir schon unterwegs sind. Wie geht's deiner Hüfte überhaupt? Keine Ahnung. Ist halt irgendwie so ein Auf und Ab jeden Tag und ich weiß, ich sollte dich eigentlich auch alleine einkaufen lassen, aber also ich kann ja nicht 2 Wochen schon fast nur vorm Van sitzen oder im Van auf diesem Platz und nichts tun. Also mir fällt echt die Decke auf den Kopf und ich denke mir dann auch so, finde ich dann auch raus, wie der Stand gerade so ist, weil wenn ich sitze, dann habe ich auch keine Schmerzen. Dann weiß ich ja nicht, wie sich entwickelt. Ja. Aber ob das immer so eine gute Idee ist, keine Ahnung. Hola. Poi? Hola. Sí, sí. Gracias. Qué bueno.
Wow. Oh, das sieht toll aus. Karottenkuchen. Ich habe ja zugenommen, weil ich mich in letzter Zeit so wenig bewege, aber ich finde, ab und zu muss man sich was gönnen. Und deswegen sind wir ja auch in diesem Café hier, weil wir sind hier so ab von der Hauptstraße. Es ist schön ruhig, hier hört man ab und zu Vögel zwitschern. Man kommt so richtig runter, weil, also, ja, da auf dem Campingplatz, da kriegt man den Kopf einfach nicht frei. Und hier ist man so ein bisschen in einer anderen Welt und kann so ein bisschen alles rundherum vergessen. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe schon ein bisschen Mühe mit dem, wie es gerade läuft. Also ich habe mir den Start anders vorgestellt. Ich habe mich eigentlich schon wirklich auf unseren letzten Abschnitt hier auf der Reise gefreut. Und das mit dem Bein, also mit der Hüfte, das ist... Ich weiß ja nicht mal, ob ich die richtigen Übungen mache, ob es damit wirklich besser wird. Und für mich ist es gerade ein bisschen schwer. Es sind jetzt fast 2 Monate, die ich die Probleme mit der Hüfte habe. Und ich sehe einfach nicht, wie das bald besser sein soll. Ja, ich glaube, man merkt, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, in dem Video. Wir haben nicht die beste Zeit zurzeit, was eigentlich schade ist, weil ja, es ist der letzte Abschnitt dieser Reise und eigentlich sollten wir uns ja richtig freuen und es sollte richtig Spaß machen, aber zurzeit ist es mehr ein Krampf als was anderes. Und ja, müssen uns auch überlegen, wie wir die Route jetzt planen, was wir machen wollen oder halt einfach nicht machen wollen. Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Ich habe mir das halt einfach irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte nicht, dass wir hierher zurückkommen und ich quasi den Tiefpunkt meiner gesamten Reise habe, weil ja, wir hatten immer wieder mal Phasen, wo es uns nicht gut ging, aber so wie jetzt, wo ich irgendwie so ein bisschen diesen Optimismus verloren habe, weil ich bin von uns beiden immer die sehr optimistisch ist und immer sagt, ja, das kommt schon, das wird schon. Und diesen Glauben verliere ich gerade ein bisschen und ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt meinen Tiefpunkt der Reise habe. Gutes Essen, Balsam für die Seele. Zeit, um langsam zurückzugehen. Wir haben noch ein bisschen an der Routenplanung gefeilt, zu schauen, wo es hingehen soll und was wir machen sollen. Ja, mal schauen. Ich glaube, wir sind noch ein paar Tage hier auf dem Campingplatz und da haben wir genug Zeit, um zu sehen, was wir machen wollen. Wir wollen ja eigentlich auch gar nicht so negativ sein. Diejenigen, die uns schon länger kennen, ihr wisst, wir versuchen überall das Positive zu sehen und uns darauf zu fokussieren. Gerade ist es halt so eine Phase, wo es uns nicht so gut gelingt, aber etwas wahnsinnig Positives ist für uns auf jeden Fall auch, was ihr uns so geschrieben habt seit dem letzten Video. Also diesen Zuspruch, den wir von euch erhalten, das bedeutet uns so viel und das ist was extrem Positives für uns, das uns auch Energie gibt, auch jetzt in dieser Phase und dafür vielen, vielen Dank. Ja, und dann haben wir uns gedacht, bei uns stehen ja ein paar Fragen offen. Vielleicht habt ihr auch Fragen an uns. Wir würden gerne in der nächsten Zeit ein Q&A machen und da dürft ihr uns sehr gerne all eure Fragen, ob zu uns, zur Reise, zu was auch immer, in die Kommentare reinschreiben und dann greifen wir das im Q&A auf. Ja, und somit wünschen wir euch einen wunderschönen zweiten Advent.
genießt die Vorweihnachtszeit. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn es mit dem Video weitergeht. Abonniert gerne den Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar und dann... Und eure Frage nicht vergessen. Genau, und die Frage nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hasta luego! Hasta luego!